herzlich willkommen bei Thunderbike zum Thunder Talk. Heute mit Stefan, dem glücklichen Besitzer dieser wunderschönen Fatboy. Hallo zusammen. Also es ist eins der letzten Highlights, die wir hier gebaut haben. Und die Geschichte dieser Fatboy dreht sich eigentlich hauptsächlich um die Räder. Genau, also eigentlich hat man hier die Fatboy ums Rad drumherum gebaut. Ja, das meine ich damit, genau. Ja. Wir haben grundsätzlich mal darüber gesprochen, wie das denn wäre, in so einer Fatboy einteilige Räder Genau. zu haben, in diesem Design und dann in Gold. Und dazu hat dann der Ingo praktisch das Farbkleid kreiert. Genau. Also wie gesagt, der Ursprung war in der Tat, dass mich die Räder schon immer sehr stark interessiert haben. Als Monoblock sehr außergewöhnlich und ich natürlich auch gerne immer mal gedacht habe, so diese Räder müssen es sein, auch in dem Farbbild und Farbkleid, also sprich in Gold. Und dann hat man als erstes die Räder im Kopf gehabt und hat gesagt, so, und wie kriegen wir jetzt ein Motorrad vom Lackdesign und vom Lackbild drumherum gebaut. Das war das Ziel an der ganzen Geschichte, dass man sagt, es soll edel aussehen. Es gibt ja viele Fatboys, die du hier im Hause schon gebaut hast, die sehr böse sind, die sehr aggressiv unterwegs sind. Mein Ziel war, ein edles Motorrad zu bauen, ein bisschen sportlich auch noch dabei, was ja die Räder sehr gut hergeben, weil es eben doch Monoblockräder sind im 3D-Design und das war jetzt eigentlich der Hauptaufhänger für den Bau des Motorrades bei dir. Okay. Ja, also die Räder, wovon der Stefan jetzt die ganze Zeit gesprochen hat, sind vorne in 23 Zoll, hinten in 21 Zoll. Vorne gefällt mir sehr gut, dass bei der Fatboy, wenn wir dieses große Rad einbauen, dass dieser Bereich sehr eng nachher ist, wenn die Luft abgelassen ist, also das Fahrwerk zusammengefahren ist. Dadurch wirkt das Motorrad unglaublich kompakt. Und das Gleiche haben wir im hinteren Bereich. Auch da wirkt die Felge sehr stark, weil eben der Rest hier reduziert ist. Also der Fender ist relativ schmal und klein und das Rad kommt dadurch richtig gut zur Geltung. Hinten, wie gesagt, 21 Zoll, 260er Reifen, vorne 23 Zoll, 130er Reifen. Genau. Für ein gutes Handling allemal gut. Ja. Du hast ja schon mehrere Custom Bikes gehabt. Genau. Und wie fährt sich so ein extremes Motorrad? Also auch da fairerweise muss man sagen, man hat ja im Vorfeld auch mal eine Fatboy gefahren im Originalzustand, wie sie halt von Harley gebaut wird, zur Verfügung gestellt wird. Und man muss wirklich sagen, dass man hier mit diesem Extremumbau, der optisch mich sehr anspricht und sehr gelungen rüberkommt, trotz der großen Räder, wo ja viele glauben, boah, das wird schwer sein, damit zu fahren, Kurvenlage und so weiter, hat man hier aber wirklich ein sehr gutes Handling. Wie gesagt, vorne 23 Zoll, hinten 21 Zoll mit dem 260er, weil der Reifen auch von Metzler recht rund aufbaut. Ja, auch der Vorderreifen ist relativ spitz. Genau, kommt man wirklich sehr gut damit um die Kurven und ich würde sagen, dass die Kompromisse, die man immer für eine sehr schöne Optik machen muss, sehr vertretbar sind und man sagen kann, dass das Motorrad doch sehr nah an den, ich sag mal, Original-Fahrverhalten einer Fatboy anliegt. Ja, du bist ja schon lange in der Custom-Bike-Szene unterwegs, hast schon viele Motorräder gefahren, also auch extreme Motorräder gefahren. Und ich denke mal, gerade aus der Twin-Cam-Zeit noch, mit den großen Spurversätzen und was weiß ich nicht, ist unvergleichbar. Genau. Wir haben auch immer wieder an der Performance gearbeitet und mit der Milwaukee 8 haben wir tatsächlich eine Basis, die wir dann auch mit unseren Möglichkeiten so gut umsetzen konnten, dass wir da heute tatsächlich jeden draufsetzen kannst. Und jeder kann mit dem Motorrad fahren, ist total easy. Ja. Und das ist schon cool. Ja, also das stimmt. Also wenn man mal die Zeit sieht, von 2005 angefangen, wo man hier das erste Motorrad hat bauen lassen, wo wir noch ein Versatzkit hinten hatten, um 260er, 280er zum Teil hinten aufzunehmen, die dann auch sehr lastig war, also in dem Sinne, dass die... Ja, die sind halt rechtsrum ganz anders gefahren als linksrum, weil die Räder eben der Bauart bedingt nicht in einer Spur gefahren sind, wo wir hier spurtreu sind. Genau. Also das ist schon wirklich ein Riesenunterschied. Ja. Und wir sind auch weg von den ganz breiten Reifen. Das macht auch keinen Sinn. Jeder, der mal vielleicht einen 300er gefahren hat oder sogar noch Extremes. Es fährt gut geradeaus. Ja, genau. Aber wenn man Spaß haben will mit so einem Ding, und da muss man auch mal eine Kurve vernünftig fahren können. Und also hier hat man einen sehr guten Kompromiss. Man hat halt eine sehr geile Optik. Du hast ein extremes Custom-Bike, ein sehr extremes Custom-Bike und trotzdem kannst du mit dem Ding ganz alltäglich fahren. Also sie funktioniert einwandfrei. Technisch sind wir in dem Bereich geblieben, bewusst, dass man eben hier die Originalarmaturen auch belassen hat.
Da hätte man ja auch noch ein bisschen eingreifen können, wollte ich aber nicht, weil es eben vom Handling sehr einfach ist. Ja. Man kann das Motorrad ganz normal starten, draufsetzen, losfahren. Ja, Luftfahrwerk hat man, um einfach die Optik auch zu gewährleisten, wie sie eben hier steht, weil so kompakt steht sie halt nur, wenn sie im abgelassenen Zustand steht. Das heißt also, wenn man das Luftfahrwerk in die richtige Höhe bringt, hat man trotzdem ein sehr gutes Fahrverhalten, mega Komfort, auch im Verhältnis zu den Original-Stoßdämpfern kaum irgendwelche Kompromisse, die man machen muss. Was viele glauben, kann ich sagen, ist nicht der Fall. Das Motorrad fährt fast sehr seriennah. Ja, da gibt es ja viel Entwicklung in der Zeit, also insbesondere der Übergang von Twin Cam zu Milwaukee 8. Da haben wir ja auch ganz viel Register gezogen, was wir so machen können und haben uns versucht, auch an den neuen Stand der Technik ranzuarbeiten. Und das ist wirklich sehr gut gelungen. Wenn ich heute noch mal ein altes Motorrad fahre, also ein älteres Custom-Bike, sicher lassen die Motorräder sich fahren, aber von der Dynamik und von der vom einfachen Handling her kannst du das nicht mehr vergleichen. Ja. Das ist schon wirklich cool. Ja, ein paar Besonderheiten haben wir hier noch. Die Gabel vorne. Der Stefan wollte auch 2 Bremsscheiben haben. Sehr wichtig. Fatboy hat ja hat serienmäßig nur eine. Wir haben 2. Darum haben wir bei diesem Motorrad die Gabelunterteile von einem Touring-Motorrad eingebaut, haben die Gabel kombiniert und konnten so 2 Bremssättel fahren. Die Bremsscheiben sind natürlich auch deutlich größer als in der Serie. Also serienmäßig liegen wir bei etwas über 300 mm, hier haben wir 340. Passt natürlich auch zu dem größeren Rad. Ja. Hinten haben wir eine große 6-Kolbenzange mit einer riesen Perimeterscheibe. Auch das lässt sich super gut dosieren und überträgst sehr gut die Bremskräfte. Bei so einem schweren, großen, langen Motorrad kann man hinten auch ganz gut bremsen. Auf jeden Fall. Fall. Cool. Ja. Ja, nicht zu vergessen, Jekyll Hyde ist wieder verbaut worden. Das heißt, wir sind serienkonform unterwegs. Wir haben ja die Möglichkeit, über die Klappenauspuffanlage auch leise fahren zu können, nicht nur laut. Ja, wir haben einen guten Sound. Hat einen guten Sound, nach wie vor im offenen Zustand. Ja, dann, Besonders erwähnen, hast du ja gerade schon, muss man den Lack, also diese kupferfarbenen Pigmente, die in dem Lack drin sind, Spezialität vom Ingo, der hat dann alles umgesetzt und der hat auch nicht nur dieses Kupfer da reingebracht, um den Goldton zu unterstützen, Genau. sondern gleichzeitig auch ein bisschen Blattsilber, um die Konturen vielleicht, die Cut-Konturen nochmal zu unterstützen. Genau. Und sich mit diesem warmen Farbton auch sehr gut an den Felgen orientiert. ja. Und durch Wichtig. diese ganze dezente Linierung, das Ganze auch nochmal unterstützt. Auch, dass die Luftfilterdeckel mit einlackiert worden, schwarz-hochglanz, aber trotzdem die Outlines von dem Luftfilter eben auch mit aufgenommen wurden, wieder zum Felgenbild, was mir auch sehr gut gefällt. Stößelstangen, Stößelrohre, sprich also die Füße mit den Stößeln auch mit dem Gold mit einlackiert, was auch mal den Motor noch mal ein kleines bisschen unterstützt von der Optik her. Ja. Sehr gut gefallen hat mir auch, dass man noch mal über die Lampe nachgedacht hat, weil bei der Fatboy ist ja die Lampe doch sehr groß von der Maske her, Prägnant, ja. schwarz in der Regel und dadurch natürlich sehr klobig oder massiv. Dadurch, dass man hier nochmal darüber nachgedacht hat, wie kriegen wir das nochmal designmäßig vom Lackbild etwas aufgelockert, hat der Ingo sich hier auch wirklich gut wieder Gedanken gemacht und auch das Ganze wieder perfekt umgesetzt, indem er eben auch die Lampenmaske mit dem Lampenschirm zum Teil mit einlackiert hat, die Goldteile wieder aufgenommen hat, die Linierung mit aufgenommen hat. Er versteht schon, das gesamte Design immer mit seinen Linierungen zu unterstützen. Genau. Ja, das funktioniert wirklich gut. Ja. Besonders erwähnenswert ist auch noch der Sitz. Ja. Den hat der Jimmy gemacht von Spirit Leather. Und da hat er durch ein Inlay praktisch unter einem perforierten Leder Genau. auch geschafft, nochmal diesen Glitzereffekt zu unterstützen. Finde ich auch super gelungen. Und gleichzeitig habt ihr hier die groben Nähte drin. Passt auch sehr gut vom Farbton Genau. her. Und dieses eingelassene Emblem finde ich natürlich auch Ja. super schön. Also Stitching war halt auch gewünscht, dass man das eben so ein bisschen auflockert, vom Farbton aber trotzdem trifft. Emblem war auch eine kleine Herausforderung, weil dadurch, dass es einlackiert wurde, um den Farbton halt wieder aufzunehmen, musste der Graveur eben tiefer einarbeiten, um eben den 3D-Effekt zu erreichen, dass es nach dem Lackieren trotzdem noch wieder hervorkommt, das Ganze. Also auch da Sehr schöne Arbeit. sehr wirklich. gute Arbeit geleistet, ja. Perfekt. Ja, insgesamt wirklich sehr gelungenes Motorrad.
kein seltenes, aber in der Ausführung auf jeden Fall ein sehr seltenes Motorrad. Definitiv. Ja, ich würde sagen, schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut, Stefan. Vielen Dank. Danke auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.